Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Geber und heute sind wir hier mit dem Papa Platte, ja, mit dem Kevin Teller. Und wir werden heute Preise raten, zusammen, du und ich. Das wird absolut wild, Alter. Ich habe gar keine Ahnung. Du bist hyped. Alleine die könnte schon von 100.000 bis 1 Million alles sein. Perfekt, also let's go. Mit dem Thema Uhren allgemein, hast du dich schon mal auseinandergesetzt, oder? Also ein bisschen halt, also ich habe mir halt so ein bisschen was im Internet angeguckt, interessiere mich aktuell so ein bisschen für so eine Cartier Santos. Vielleicht noch was anderes mal gucken. Aber an sich habe ich keine Uhr. Also ich habe nicht eine einzige Rolex oder irgendwas in diese Richtung. Also. Und was findest du, also was findest du attraktiv? Warum zieht dich das so zu und was verbindest du damit? Also es ist halt ein gutes Accessoire. Also für mich jetzt ist nicht so wie das gebaut ist oder so interessant oder so, sondern ich finde einfach, das sieht halt cool aus. Okay. Ja, also man kann halt bei dieser Cartier Santos sehr viel mit den Bändern auch spielen. Man hat ein Metallband dabei, man hat ein Lederband dabei, eine Fallschließe, man kann andere Farben holen. Das ist eigentlich eine sehr, sehr coole Uhr. Ja, das fand ich sehr nice, ja. Und die ist auch jetzt seit den letzten 12 Monaten sehr populär. Gibt es mit einem weißen Ziffernblatt, mit einem blauen Ziffernblatt und halt auch noch in der Medium-Größe. Muss man einfach mal gucken, was du am besten bei Ja, ich glaube wahrscheinlich für meinen Mini-Arm so das Kleinste, was es gibt. Ja. So Frauenarmband einfach. Wir können ja mal starten mit dem ersten Modell im Basisbereich. Das wird ein bisschen easy, denke ich mal. Das hier wäre jetzt so eine Datejust, ne? Mit dem Jubiläeband, einer der beliebtesten Modelle. Jeder kauft die eigentlich. Kann ich mal ranmachen? Ja, bitte. Okay, geil. Das ist das erste Mal jetzt auch tatsächlich für dich, ne? Dass ich so eine Uhr mache? Ja, so, ja, oder? Ja. Ich habe von Sascha eine gesehen mit grünem Ziffernblatt, aber die hatte ich nicht mit grünem Ziffernblatt, ne? Ja. Eine Dated war das dann wahrscheinlich. Ne? Ja. Schöne Uhr, Sascha, sehr schön. Ah, krass, Digga. Ja. Ich meine, du kannst mir jetzt nicht sagen, was es für ein Material ist wahrscheinlich, Edelstahl oder? ist das. Ja? Also wir haben hier zwei verschiedene Stoffe verwendet. Die Lünette, immer wenn du das in diesem Griffelten siehst, ist halt Weißgold. Die gibt es auch noch mit einer glatten Lünette, die wäre dann aus Stahl und das ist halt, ja, Stahl. Okay, Weißgold ist ja dann ein bisschen besser, ne? Wie geht die auf, Bruder? Einfach so nach oben. Wir haben hier nur ein Datum und 3 Zeiger. Also so das erste, was mir in den Kopf gekommen ist, waren so 6.500 Euro. Das ist erstmal gut, ja. 6.500 Euro haben wir hier nicht. Also bei dem Modell musst du dir vorstellen, die wird ein bisschen über Liste gehandelt. Okay. Also der Listenpreis liegt aktuell... Was bedeutet Listenpreis? Also Listenpreis ist das quasi, was Im man Geschäft. Retail quasi bekommen Genau. würde. Also Okay. im Geschäft kostet die Uhr, glaube ich, aktuell mit Mehrwertsteuer 9.400 Euro. Oh, und die wird teurer gehandelt als Ja, das? genau. Die verkauft sich aktuell für 12.000 Euro. Die Uhr? Ja. Wirklich? Ja. Weil du meinst Einsteigermodell. Ich dachte, wir fangen so bei 6.000 an oder so. Ach so, ja. Ja, okay, krass. Holy shit. Ja. Das wäre so das Erste. Aber da sieht man mal, ne? Lustigerweise 6.000 Euro die Preisklasse ist von diesen Vintage-Modellen. Da liegt aktuell so eine Uhr. Also Ist das auch eine Rolex? Rolex Datejust, selbes Modell, nur mit einem Oyster-Armband und ein etwas älteres Datum. Okay, Oyster-Armband bedeutet, dass diese Dinger hier ein bisschen größer sind? Ja, genau. Es gibt die beiden, einmal Jubilee und einmal das Oyster. Okay, und das ist dieses... Jubilee. Okay. Und sonst bei der Dated war es dann Präsident, da gibt es nur so 3 Mittelelemente. Ne? Und die zum Beispiel, die wäre jetzt ein bisschen smarter aktuell. Ich finde die aber fast schon ein bisschen geiler, muss ich sagen. Der Trend geht mittlerweile wieder zu etwas kleineren Modellen. Also feiere ich auf jeden Fall. Ja. Also das hier ist so eine 6.000 Uhr quasi. Genau. Könnte man sich dran gewöhnen. Wenn wir jetzt ein Modell mal nach oben gehen, Patek Philippe, so kennst du? Ja, sag mir was auf jeden Fall. Okay. Aber ich kenne jetzt nicht ultra viele Modelle. Wir haben hier 2 auf dem Tisch. Wir fangen erstmal an mit dieser hier. Das hier ist eine Uhr in Weißgold, Aquanaut. Ist so das jüngste Modell. Ja. Wurde neu rausgebracht in der Größe. Ist halt eine sehr smarte Uhr, auch sehr flach. Wir haben auch hier, anders als bei den Datejust-Modellen, auf dem Glasboden hier kann man noch so durchgucken. Boah, das sieht auch richtig nice aus, der Verschluss hier und so. Ja, das ist das Calatrava-Kreuz. Das sieht sehr, sehr wild aus. Boah, ey, ich sehe schon, wie ich nächste Woche so eine scheiß Uhr kaufe, Alter. Junge, das ist der Trick hier, deswegen lädst du uns alle ein. Ich kenne das Modell tatsächlich. Das gibt's auch mit einem Metallband, oder? Ja, eine Nummer kleiner in Stahl. Ja. Am Metallband kostet Liste ein bisschen mehr als natürlich jetzt ohne Metallband, ist aber sehr unbeliebt und wird zum selben Preis gehandelt wie mit dem Kautschukband. Ah, das ist beliebter. Kautschuk ist, ja. Ich habe mal irgendwo gehört, dass diese Form und so von so einem U-Boot-Glas irgendwie inspiriert ist oder so. Von einem Bullauge. Ne? Also das ist so diese Octagon-Form Ja. von so einem Porthole. Mhm. Ah, okay.
also die Inspiration, die Royal Oak und die Nautilus, in dem Falle diese Uhr, beide die meine ich, ja. ja, beide wurden vom selben Designer damals rausgebracht. Also Fun Fact ist, Gerard Genta hat als allererstes die Royal Oak 1974, glaube ich, rausgebracht und dann 76 ging es weiter mit der Nautilus. Und, Digga, Geschichtsunterricht einfach hier. Ja, also unvorstellbar. Kannst du dir vorstellen, dass derselbe Designer von 2 Marken angeheuert wurde? Ja, das ist heftig. Ich fand es auch heftig, dass zum Beispiel Virgil Abloh halt von Off-White, der Guy, dann jetzt für Louis macht. So, das ist halt richtig krass. Und die beiden sind halt die direkten Konkurrenten. Also, das ist ja noch heftiger. Ja, das war damals schon eine wilde Zeit. Damals, die guten alten Zeiten. Ja. Okay, ja, ich glaube, die wird richtig teuer sein. Mit Kautschukband. Mit Kautschukband, ja. Also ist Weißgold. Ich glaube, dass es auch super krass beliebt ist, dass man hier hinten durchgucken kann. Alter, ich würde sagen 40.000 Euro. 40.000 Euro, okay. Also wir haben hier aktuell bei diesem Modell einen Verkaufspreis von 62.000 Euro. Wirklich? Ja. Holy shit. Euro. Ist sehr, sehr beliebt, wird auch über dem Listenpreis gehandelt. Was zahlt man Liste da? Weißt du Liste, glaube ich, ist um die 40.000 Euro. Ich glaube, 7 okay. Ich weiß es aber, um die 40.000 Euro. Also, okay, krass. Also 40 hätte ich schon, ich dachte, ich bin mit 40 sogar schon so ein Stück drüber. Ja. Aber 62 hätte ich nicht gedacht. Das ist. Also das ist jetzt Weißgold, wir gehen mal zu einer Stahluhr über, bleiben bei derselben Marke Patek Philippe. Das Traditionsmodell fühlt sich ein bisschen anders an, auch von der Wertigkeit her. Was würdest du hierzu sagen? 57. Ich muss die kurz mal rummachen, ja. Das wäre zum Beispiel auch so eine Uhr. Früher war das, als sie rausgekommen ist, einer der unbeliebtesten Modelle. Niemand hat die so gekauft. Ey, Digga, ich bin zu blöd, das zuzumachen. Das ist so ein Doppelfall, schließt du so und so. Ah, okay. Das war das unbeliebteste Modell? Ja, ja. Als das damals rauskam, gab es keine Uhren in Stahl, keine Luxusuhren. Und die waren somit die ersten in dem Bereich. Ja, die sieht allgemein jetzt nicht so hochwertig aus wie die davor. Also die muss auf jeden Fall günstiger sein. Auch wenn du meintest, dass halt das... anderes Material. Genau. Ne? Ja. War schwierig. Ich hätte jetzt bei der so gesagt, vielleicht so 25. Okay, 25.000 Euro. Der aktuelle Listenpreis, der letzte Listenpreis von dieser Uhr war 29.000 Euro. Ah, okay, krass. Im Graumarkt wird sie aktuell gehandelt für 90.000 Euro. Nicht dein Ernst? Ja. Hä, aber warum ist die teurer als die? Das ist so das Urmodell. Jeder will die Nautilus haben. Diese Uhr will jeder haben. Die ist, was ist das hier nochmal? Aquanaut. Aber die ist doch viel cooler als die. Sehe ich eigentlich auch so. Also die Uhr ist halt sehr, sehr teuer. Ne? Für das 90.000. Boah, das finde ich wirklich... Also das wäre es mir nicht wert. Das wäre es mir nicht wert. Nee? Nee, ich glaube nicht. Aber ich muss auch sagen, ich bin nicht so ein großer Fan von Patek Philippe einfach allgemein. Okay. Ich feiere so die Form nicht und so. Ich mag dieses Eckige bei APs und so mega. Ja, dann gehen wir mal rüber zur AP. Wir haben hier eine 15400 Royal Oak Oh shit. Mit Stein. Die wurde nachträglich besetzt. Wir haben auch hier an den Seiten halt die Steine. Selber Designer, andere Marke. Patek macht 80.000 Uhren für die Welt. Die machen 40.000 Uhren für die Welt. Also die sind ein bisschen limitierter quasi? Eine kleinere Firma einfach. Was meinst du, wo die so liegt? Digga. Was sind das nochmal für Diamanten? VS. So zum Hoodie mit dem Schwarz passt Boah, schon. kommt schon wild, ja. Boah, krass, Alter. Man ist komischerweise so angezogen davon, weil es so blinkt und so. Ja, safe. Warte mal, kurz mal so Justin-mäßig kurz mal drauf leuchten. Junge. Boah, geil, Alter. Ja, die wird halt teuer sein, aber ich weiß halt auch, also das habe ich mal irgendwo gehört, dass wenn man Diamanten quasi im Nachhinein draufsetzen lässt, dass die dann an Wert verlieren sogar, glaube ich, teilweise. Nein, die sind bei einem Preis. Der Verkaufspreis ist nicht das, was man hinterher wiederbekommt, wenn man sie erneut verkauft. Ne? Also das heißt, die wachsen im Wert jetzt nicht so überproportional. Ja klar, weil die einfach unbeliebter sind, ne? Ja, genau. Etwas spezieller. Oder spezieller, ja. Boah, schwierig. Also ich glaube mal, es gehört zu haben, dass so eine Royal Oak so für so 35 bis 40 geht. Deswegen würde ich sagen, ist immer ein Ziffernblatt. Ist immer eine Frage vom Ziffernblatt. Warte. So. Also je nachdem welches Ziffernblatt. Schwierig. Ey, ich würde jetzt einfach mal so einen Raum schmeißen, dass wir hier so über 50.000 reden. Ja, es ist diesmal wirklich knapp. Also wir sind hier bei 45.000 Euro oder was. Ah, okay, krass. Ziemlich nah dran, ja. Das ist halt ein Modell. Komischerweise verkaufe ich die aktuell besser als die Datejust-Modelle in Iced Out.
Und ja, von daher, wenn man sowas haben möchte, sieht halt noch mal ein bisschen anders. Wir machen weiter mit der nächsten Uhr. Und zwar das beliebteste Produkt, dafür schlägt wirklich mein Herz für diese Marke. Und wer weiß, was da noch alles so in der Zukunft kommt. Ich habe unter anderem ja auch einen Prototypen, den ich versuche jetzt mit einem Auktionshaus zu verkaufen. Und das ist hier die Richard Mille RM1103. Das letzte Modell aus dieser Serie wurde eingestellt. Ist in so einem Verbundmaterial aus Carbon. Alter, ey, ich will jetzt nicht den machen, ne? Aber ich feiere diese Uhr gar nicht. Das ist am Anfang eigentlich immer so, weißt du, man arbeitet sich so da rein und dann Ja, es ist vermutlich was man erst so richtig versteht, wenn man so mehr drin ist, ne? Ja, es hat halt was damit zu tun, in diesem Bereich gibt es halt sonst nichts, ne? Also wenn man eine sportliche Uhr haben möchte, die so diese Größe hat und diese Außenwirkung, du musst dir überlegen, weißt du, jeder aus den Königsfamilien, die ganzen Weltstars, ne, die feiern halt diese Marke und Richard Mille macht im Verhältnis knapp 6.000 Uhren für die Welt pro Jahr. Das ist dann schon deutlich kleiner. Aber ich sag mal, die sehen auch ein bisschen aufwendiger aus. Ja, also innen drin ist halt, die Werksteile sind sehr, sehr klein und alles wird in-house hergestellt, teilweise natürlich maschinell und es rechtfertigt in keinem Fall den Preis, aber es ist schon nochmal was anderes. Klar, man zahlt auch immer die Marke, ne? Darf man ja nicht vergessen. Ich weiß, dass die sehr teuer sind. Ich weiß nicht, wie teuer. Ich habe mal ungefähr einen Preis gehört von einem Prototyp, deswegen weiß ich circa. Also wir reden auf jeden Fall mehr als 80.000, würde ich sagen. Ich würde jetzt mal so 160 in den Raum schmeißen. Okay. Diese Uhr hier, RM1103 in TPT Quarz, liegt aktuell bei 330. Digga, du willst mir sagen, ich hatte gerade eine 250.000 am Arm. Ja. Digga, was? Aber sieht doch schön aus, ne? Hat Power. Boah, weiß ich nicht. Ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, mit so einer Uhr rumzulaufen, ne? Doch, sie sieht schon, also am Anfang Nicht, ich meine jetzt nicht unbedingt vom Aussehen. Ich glaube, das könnte ich mir jetzt, wo ich sie am Arm gesehen habe, schon irgendwie vorstellen. Ja, ist nicht schlecht. Ist nicht, ja, ist schon cool mit so Hoodie, wenn der so dann da quasi so gerade ankommt und so, ist schon cool. Wenn man auch ein passendes Outfit dazu anhat und so. Aber ich meine, so vom Preis her ist mir das so viel zu viel am Arm, weißt du, so mit so einer 250.000 rumlaufen am Arm ist schon ein Statement, Alter. Ja, auf jeden Fall. Letztes Jahr lag diese Uhr, genau vor einem Jahr, lag diese Uhr bei 180 noch. Also die hat jetzt gut zugelegt, aber liegt daran, dass sie eingestellt ist und viele Leute interessieren sich für die Uhr. Ist der Uhrenmarkt so viel größer geworden seit einem Jahr? Das nicht. Viele Marken haben verloren und es konzentriert sich eigentlich nur auf das, was wir haben. Okay, Patek, AP, Rolex und halt Richard. Das sind die großen Gewinner quasi gerade. Ja, Genau. okay, verstehe. Einer der neuen Player auf dem Markt, auch eine Marke, die ich sehr schätze, die auch immer sehr offen sind, mit denen man gut zusammenarbeiten kann, das ist Jacob & Co. Und wir haben hier eine Astromina Solar. Das ist... Oh, scheiße, die habe ich schon mal online gesehen, die ist richtig viel wert, oder? Oh, shit. Alter, es gibt verschiedene Modelle jetzt. Ne? Also das ist jetzt eine ohne Steine, also ohne Diamanten noch außen. Da sind jetzt Wo wären die dann, die Diamanten? Hier? Ja, genau. Auf dem Gehäuse hier und hier auf dem Rand und nochmal auf der Basisplatte. Also es dreht sich quasi einmal so rum und unten die Platte dreht sich entgegengesetzt. Alter, die ist so schön. Daran No verliert joke. man sich, ne? Ja, das ist halt, also so, das sind auch irgendwie Kunstwerke, aber das hier ist wirklich so, das ist so richtig Kunst einfach irgendwie, weil das halt auch so Ja, du hast diesen, mit der Sonne. mit den Planeten und so. Boah, krass, Digga. Boah, kann ich die auch mal rummachen? Ja. Alter? So. Boah, die kommt auch wild, ich habe ein bisschen blaue Sachen an gerade. Alter. Boah, ich glaube, das ist meine Favorite-Uhr von allen, die wir hier haben. Das wäre so eine, die könnte man auch tragen, aber die ist unsterblich viel wert wahrscheinlich. Shit, Alter. Krass. Ja, das ist die beste Uhr von den allen hier. Ich würde jetzt einfach mal so reindroppen, was ich direkt im Kopf hatte. Ich würde sagen 1 Million Euro. Ja, also so teuer. Es gibt die Uhren in der Preisklasse. Die hier liegt aktuell Liste bei 280. Okay, krass. Also es gibt, das ist jetzt tatsächlich das günstigste Modell in der gesamten Kollektion. Okay. Normalerweise die Kernpreisklasse ist so 700.000. Aber ich weiß, dass die haben auf jeden Fall richtig viele solche, Genau. richtig teuren. Ja, also Ich dachte, dass da auch so eine dabei war, die so ähnlich war. Aber gibt es noch so eine mit so Planeten? Ja, gibt's auch. Es gibt Okay. sehr viele verschiedene. Die machen viele limitierte Serien und das ist jetzt die günstigste. Ne? Man muss halt auch erstmal da Erfahrung sammeln und sowas. Aber ja, ich sehe es genauso. Jeder, der die Uhr sieht, der sagt, das ist die schönste Uhr, ne? Und wunderschön. Leider ist diese Uhr nicht zu verkaufen. Es sieht so aus, als würde ich zeitnah mal so ein Modell reinbekommen.
aber noch habe ich so eine nicht im Verkauf, aber es ist auf jeden Fall wunderschön anzuschauen. Ist das deine private aktuell, oder? Nee, das nicht. Achso. Also, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Ich habe natürlich auch alles von ihm in die Beschreibung verlinkt. War nice, war cool mal solche Uhren zu sehen in Ja, live. sehr, sehr gerne. Danke für deine Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal.